Hallo liebe Häkelfreunde, in topmodischem, geradlinigem Schnitt und in der trendigen Sommerfarbe Butterweiß präsentiert sich diese einfach zu häkelnde Jacke. Feinste Merino-Wolle unterstreicht das elegante und zugleich sportliche Erscheinungsbild. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Beachtet bitte unbedingt die Materialseite sowie sämtliche Hinweise im Anfangsbereich des Videos. Diese wichtigen Informationen erscheinen nämlich im Video, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Also bitte nichts überspringen. Dadurch beantworten sich in der Regel die meisten Fragen von selbst. Ansonsten gibt es gerne Hilfestellung in meiner Facebook-Gruppe Schick umgarnt mit Karin. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Die Häkelnadel ruht nie lang. Ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir. Mach mit und häkle mit mir. Schick umgarnt mit Karin. Dieses Projekt kann mit unterschiedlichen Materialien gehäkelt werden. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick umgarnt mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Bevor wir beginnen, erkläre ich euch, wie die Jacke aufgebaut ist. Wir brauchen für vorne und hinten 4 identische Teile, so wie dieses. Und wir häkeln zunächst das Quadrat, dann häkeln wir die Verlängerung und am Ende häkeln wir eine runde Stäbchen rund um das ganze Teil. Und dieses Teil brauchen wir 4-mal und wie das gemacht wird, das zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Ich verwende eine Häkelnadel 3,5 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge.
Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen. Und ich häkle noch 2 Stäbchen in den Ring, sodass wir 3 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Dann häkle ich 2 Luftmaschen, noch einmal 3 Stäbchen in den Ring, zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Ring, zwei Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. Wir brauchen 4 mal 3 Stäbchen in den Ring und am Ende der Runde schließe ich nicht mit 2 Luftmaschen, sondern ich häkle ein halbes Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Auf diese Weise erhalten wir auch hier eine schöne Lücke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Und damit das Quadrat schön gerade wird, wenden wir nach jeder Runde. Ich häkle eine Luftmasche und wende die Arbeit. Dann häkle ich eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist ein Stäbchen und ich häkle noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke, die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Dann häkle ich eine Luftmasche und ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen, eine Luftmasche und dann wieder die Ecke und die Ecke besteht immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann haben wir wieder 3 Stäbchen als Basis. Wir häkeln eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche und wieder die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche, in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen ins mittlere Stäbchen, eine Luftmasche, wir sind rundherum gekommen und am Ende der Runde häkeln wir die zweite Hälfte der Ecke. Wir häkeln 2 Stäbchen in die Lücke und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden im Prinzip stets wiederholt.
Wir häkeln immer eine Reihe Stäbchen und eine Reihe mit Kästchen. Und wie gesagt, wir wenden nach jeder Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Die Stäbchenreihe ist auf der schönen Seite und die Kästchenreihen sind auf der Rückseite. Nach der Wendeluftmasche häkeln wir eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche, eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche und noch ein Stäbchen in die Lücke. Und dann häkeln wir auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, auch auf die zugenommenen Stäbchen der Vorrunde, in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, in die Lücke ein Stäbchen, auf jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen und dann die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen aufs Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke nehmen, ein Stäbchen aufs Stäbchen, ein Stäbchen in die Lücke, auf die Eckstäbchen ebenfalls jeweils ein Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke und wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, in jede Lücke ein Stäbchen, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Die Anzahl schreibe ich euch oben in die Ecke, auf die ihr kommen müsst. Sehr wichtig, am Ende der Runde 2 Stäbchen in die Lücke und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit und beginnen wieder mit dem Ersatzstäbchen und noch einem Stäbchen in die Lücke. Und auf der Rückseite, die erkennt ihr auch hier am Anfangsfaden, häkeln wir Kästchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und in jede zweite Masche ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen,
ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen, dazwischen immer eine Luftmasche. Die Anzahl der Kästchen schreibe ich euch oben in die Ecke. Auch am Ende eine Luftmasche, eine Masche auslassen und die Ecke häkeln mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wir häkeln alle Kanten genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier eine Luftmasche häkeln, dann die zweite Hälfte der Ecke mit 2 Stäbchen in die Lücke und dann mit einem halben Stäbchen zur Runde schließen. Ich zeige euch die 2 Runden noch einmal. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen in die Lücke. Wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke und dann häkeln wir auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ebenfalls ein Stäbchen. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Hier häkeln wir immer 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. In den Stäbchenreihen erhalten wir immer 8 Stäbchen mehr als in der vorherigen Stäbchenreihe. Und alle Kanten müssen immer genau gleich viele Stäbchen haben. Und wir häkeln alle Kanten und Ecken genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, am Ende der Runde nicht vergessen, 2 Stäbchen in die Lücke häkeln und dann mit einem halben Stäbchen zur Runde schließen. Und ich zeige euch auch die Rückreihe noch einmal. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die Lücke. Wir häkeln eine Luftmasche, lassen eine Masche aus und häkeln in jede zweite Masche ein Stäbchen. Und wir erhalten in jeder Kästchenreihe 4 Kästchen mehr als in der vorherigen Kästchenreihe. Und wie gesagt, alle Kanten müssen immer genau gleich sein. Das müsst ihr kontrollieren. Wir landen auf dem vorletzten Stäbchen, dann noch eine Luftmasche häkeln und dann die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wir häkeln alle Kanten und Ecken genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch hier landen wir auf dem vorletzten Stäbchen. Ganz wichtig, noch eine Luftmasche häkeln und dann die zweite Hälfte der Ecke. Und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen zur Runde. Und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben,
werden nun sinngemäß wiederholt, bis das Quadrat eine bestimmte Größe erreicht hat. Die Maße für eure Größe schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wir häkeln immer beide Musterreihen. Das bedeutet, wir enden vorläufig mit einer Kästchenreihe. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Quadrat hat die benötigte Größe erreicht. Ich habe mit einer Kästchenreihe auf der Rückseite geendet und jetzt häkeln wir die Verlängerung und ich häkle auch hier eine Luftmasche und wende die Arbeit. Und wir häkeln jetzt hier weiter und wir häkeln wie immer zuerst das Ersatzstäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen in die Lücke und dann häkeln wir wie gewohnt eine Reihe mit Stäbchen, aber nur bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und auch hier häkle ich in die Lücke 2 Stäbchen. Es ergibt sich automatisch eine ungerade Anzahl an Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln das Ersatzstäbchen in die erste Masche. Und dann häkeln wir eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen. Also eine ganz gewöhnliche Kästchenreihe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einem Stäbchen in das letzte Stäbchen der Vorreihe und wir wenden die Arbeit und wir häkeln nun abwechselnd eine Reihe Stäbchen und eine Reihe Kästchen. Achtet darauf, dass die Anzahl der Stäbchen und auch die Anzahl der Kästchen immer gleich bleibt. Und ich schreibe euch die Maße für das gesamte Teil oben in die Ecke, also das Granny Square mitmessen und wir enden vorläufig mit einer Kästchenreihe. Und wenn ihr das angegebene Maß für eure Größe erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Teil hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Kästchenreihe auf der Rückseite vorläufig geendet. Wir wenden noch einmal die Arbeit und wir häkeln jetzt rundherum eine Runde Stäbchen und schaut euch bitte die gesamte Runde an. Ich starte mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche und ich häkle noch ein Stäbchen in die erste Masche. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Dann häkeln wir wie gewohnt in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Das letzte Stäbchen befindet sich in der Lücke und in das Randstäbchen häkle ich 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche. Alles in dieselbe Masche und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen. Und das mache ich, bis wir zum Granny Square kommen. Das erkennt ihr hier an den Ecken. Und wenn wir dort angekommen sind, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich bin beim Granny Square angekommen, das erkennt ihr an dieser Linie hier. Und auch hier häkle ich in die Lücke 2 Stäbchen. Dann häkle ich auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und hier haben wir eine Lücke und hier häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und wir häkeln wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch hier haben wir eine schöne Ecke und eine Lücke und wir häkeln 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir häkeln wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen, bis wir am Ende des Granny Squares ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Lücke des Granny Squares angekommen. Auch hier häkle ich 2 Stäbchen in die Lücke und dann wieder um jedes Randstäbchen 2 Stäbchen bis zum Ende der Runde und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier habe ich noch 2 Stäbchen in die Lücke gehäkelt und jetzt häkle ich noch 2 Stäbchen in die Masche, wo schon 2 Stäbchen vom Beginn der Runde drin sind. Und dann schließe ich mit einem halben Stäbchen in das erste Stäbchen zur Runde. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt braucht ihr noch 3 solche Teile, vollkommen identische Teile, so wie dieses hier. Zuerst das Granny Square häkeln, dann die Verlängerung häkeln und dann die Umrandung häkeln. Und wenn ihr 4 identische Teile angefertigt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt 4 identische Teile angefertigt. Aus 2 Teilen machen wir nun das Rückenteil und ihr legt euch die Teile so hin wie ich. Bei einem Teil ist das Quadrat links oben, beim anderen ist das Quadrat rechts unten. Bei beiden Teilen ist die schöne Seite sichtbar. Und dann legt ihr euch die Teile aufeinander und ich fixiere immer die Naht zunächst mit ein paar Klammern. Das erleichtert das Zusammenhäkeln. Und dann suchen wir uns hier die Lücken in den Ecken. Hier holen wir den Faden durch. Wir verknoten den Faden. Wir stechen noch einmal in die Lücken ein, holen den Faden durch, häkeln eine Luftmasche
und dann eine feste Masche in die Lücken. Und dann schließen wir Masche für Masche die Naht mit festen Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Naht häkeln wir noch eine feste Masche in die Lücken, dann eine Luftmasche. Wir schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Das Ganze sieht auf der schönen Seite so aus. Die Naht müsst ihr ein bisschen stretchen und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Vorderteile dran machen. Willkommen zurück. So sieht das Rückenteil nun aus. Hier ist die Naht und die Vorderteile machen wir so dran. Ich lege das linke Teil so drauf, dass das Quadrat unten ist und die Streifen oben. Und die schöne Seite muss innen sein bei beiden Teilen. Und das andere lege ich mit dem Quadrat nach oben drauf und mit den Streifen nach unten. Also immer gegengleich. Und jetzt fixiert ihr euch hier oben die Schulternähte und wir lassen hier circa 10 cm offen und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Vorderteile mit Klammern vorläufig fixiert. Wie gesagt, hier bleibt ein Stück offen. Ich lasse circa 10 cm offen. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke und wir schließen hier auf beiden Seiten die Schulternaht bis zu dieser Klammer. Ihr beginnt wieder in den Lücken, immer von außen nach innen arbeiten. In den Lücken beginnen und eine Seite schließen, dann die Anzahl der festen Maschen zählen, dann auf der anderen Seite wieder von außen nach innen die zweite Naht schließen und zwar genau gleich viele Maschen auf beiden Seiten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternähte geschlossen und die Jacke auf die schöne Seite umgedreht. Die Seitennähte schließen wir noch nicht. Zuerst häkeln wir den Ärmel dran. Und ich werde jetzt einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel häkeln wir dann gemeinsam. Und hier oben solltet ihr eine Anprobe machen und erst dann den Faden vernähen, falls ihr noch 1-2 Maschen schließen wollt. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich beim Ärmel wieder. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel gehäkelt und die Nähte geschlossen auf dieser Seite. Die zweite Seite machen wir jetzt gemeinsam. Ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt. Ich habe 3/4 Ärmel gemacht und ich habe den Ärmel gerade hinunter gehäkelt, ohne Zunahmen und ohne Abnahmen. Und wie das alles gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir als Anfangspunkt die Schulternaht und zwar so, dass die weniger schöne Seite sichtbar ist. Wir beginnen nämlich mit einer Rückreihe. Und zuerst brauchen wir das Maß ab der Schulternaht und die Maße für eure Größe schreibe ich euch oben in die Ecke. Das messt ihr auf beiden Seiten der Naht hinüber
Und als zweites brauchen wir eine gerade Maschenzahl ab der Naht, das heißt eine gerade Anzahl Stäbchen. Nur die Stäbchen zählen. Ich habe zum Beispiel 44 Stäbchen abgezählt. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein. Und ins letzte dieser 44 habe ich einen Maschenmarkierer gegeben auf beiden Seiten. Und wenn ihr das Maß und eine gerade Maschenzahl markiert habt, können wir beginnen. Und ich beginne in der Masche, wo der Maschenmarkierer drin war. Hier steche ich ein, hole den Faden durch, ich verknote den Faden, ich steche in dieselbe Masche ein, wo der Faden drin ist, hole den Faden durch und häkle in dieselbe Masche das Ersatzstäbchen. Und dann häkle ich eine Luftmasche und lasse eine Masche aus und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, und das machen wir bis kurz vor der Schulternaht. Dort bleibt ein Stäbchen übrig und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Vor der Schulternaht muss ein Stäbchen übrig bleiben. Wir häkeln eine Luftmasche, wir häkeln ein Stäbchen in die Lücke vor der Naht. Wir häkeln eine Luftmasche, ein Stäbchen in die Lücke nach der Naht, eine Luftmasche, ein Stäbchen auslassen und hier beginnen wir wieder mit den Kästchen. Und wir häkeln genau gleich viele Kästchen auf beiden Seiten. Und hier haben wir ein zusätzliches Kästchen über der Schulternaht. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das letzte Stäbchen kommt genau in die Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Noch einmal sehr wichtig, ab der Schulternaht müsst ihr auf beiden Seiten gleich viele Kästchen haben, plus dieses, das über die Schulternaht drüber geht. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln jetzt wieder abwechselnd eine Reihe Stäbchen und eine Reihe mit Kästchen. Die Stäbchenreihe ist auf der schönen Seite, das erkennt ihr hier an der Schulternaht, und die Kästchenreihe ist auf der Rückseite. Ansonsten ist das Muster genau gleich wie bei der Verlängerung, und ich häkle den Ärmel circa 20 cm lang und ich ende vorläufig mit einer Stäbchenreihe. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Stäbchenreihe vorläufig geendet. Und ich habe die Jacke so zusammengelegt, dass die schöne Seite innen ist. Und jetzt schließen wir die Ärmelnaht. Und ich schließe vorerst die Naht nur bis unter dem Arm. Die Seitennaht schließen wir dann von unten nach oben. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und wenn ihr unter dem Arm angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Naht des Ärmels geschlossen und die Seitennaht
schließen wir von unten nach oben, damit die Ecken hier genau zusammenpassen. Und wir stechen durch beide Lücken durch, holen den Faden durch, verknoten den Faden . Wir stechen noch einmal durch beide Lücken durch, holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche und in die Lücke eine feste Masche. Und dann schließen wir Masche für Masche die Seitennaht mit festen Maschen, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und schließt auch dort die Nähte und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.